Achtung, in Deutschland sagt man nicht immer einfach Hallo. Man sagt auch Guten Tag, 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 Moin, Servus, Hallöchen oder sogar nur Na und noch viele andere. Aber wann benutzt man welche Begrüßung? Das erkläre ich dir jetzt. Are you ready? Let's go! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei 7 Minuten Deutsch. Ich bin Zara und heute geht es um ein Thema, das du jeden Tag brauchst. Begrüßungen auf Deutsch. Aber was ist eigentlich eine Begrüßung? Eine Begrüßung ist das, was du sagst, wenn du jemanden triffst oder ein Gespräch beginnst, zum Beispiel auf der Straße, bei der Arbeit, in der Schule oder am Telefon. Einfach gesagt, eine Begrüßung ist der Start einer Kommunikation. Im Deutschen gibt es formelle und informelle Begrüßungen. Welche Begrüßung richtig ist, hängt immer von der Situation und von der Person ab. Deshalb ist es wichtig, dass du dich zuerst fragst, kenne ich die Person gut oder nicht? Ist es ein Freund, ein Familienmitglied oder jemand, den ich gut kenne? Wenn ja, dann ist die Situation meistens informell. Das heißt freundlich, persönlich und locker. Informell benutzt man unter Freunden, Familie, Kollegen, mit denen man per Du ist, Menschen, die man gut kennt, unter jungen Leuten, aber formell heißt höflich, respektvoll und eher offiziell. Diese Begrüßung benutzt man zum Beispiel in offiziellen Situationen, bei fremden Personen, im Berufsleben, bei älteren Menschen, bei Chefs oder Kunden, bei Behörden oder bei Professoren, Ärzten oder Chefs. Wichtige Regel, wenn du unsicher bist, immer formell sprechen. Und jetzt zeige ich dir die wichtigste formelle Begrüßung im Deutschen. Je nach Uhrzeit benutzt man unterschiedliche Begrüßungen. Fangen wir mit dem Morgen an. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Das benutzt man von früh morgens bis ungefähr 11 Uhr vormittags. Zum Beispiel bei der Arbeit, im Büro, wenn man zu seinen Arbeitskollegen in das Büro kommt. Im Fitnessstudio, in der Bäckerei. Guten Morgen, guten Morgen. Nach dem Morgen kommt natürlich der Tag. Guten Tag, guten Tag oder schneller guten Tag, guten Tag. Das ist die sicherste und höflichste Begrüßung in Deutschland. Guten Tag wird vom späten Vormittag bis 18 Uhr verwendet. Guten Tag, guten Tag. Und was passiert am Abend? Man sagt guten Abend, guten Abend, guten Abend. Erst am Abend sollte man von guten Tag zu guten Abend wechseln. Also ungefähr ab 18 Uhr, wenn es dunkel wird oder dämmert. Guten Abend kann man zu Freunden, aber auch zu fremden Personen sagen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Super, jetzt kennst du die formellen Begrüßungen. Schauen wir uns jetzt die informellen Formen davon an. Das bedeutet, wir nehmen die gleichen Begrüßungen und machen sie kürzer und lockerer. Statt guten Morgen sagen viele einfach morgen, 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 morgen. Informell, freundlich und sehr typisch im Alltag. Oder statt
guten Tag sagen viele Tag, Tag, Tag oder Tag, Tag. Tag ist umgangssprachlich und typisch für bestimmte Regionen, zum Beispiel Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen. Was noch? Tachchen, Tachchen, Chen, Tachchen. Tachchen ist eine niedliche Version von Tag und guten Tag. Die Endung chen macht das Wort kleiner und freundlicher. Es ist also eine lockere und irgendwie süße Begrüßung. Man benutzt es oft unter Freunden oder wenn man besonders nett klingen möchte. Und am Abend sagt man einfach Abend, 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 Abend oder Nabend, Nabend, Nabend. N ist einfach eine verkürzte Form von einen bzw. einen guten oder einen schönen. Also, Abend. Es gibt auch eine spezielle Begrüßung für die Mittagszeit und die heißt Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Den benutzt man zur Mittagszeit, wenn es Mittagessen gibt. Meistens zwischen 12 Uhr und 13 Uhr oder 14 Uhr. Es wird vor allem in Büros, Fabriken und Kantinen häufig verwendet und gilt als Synonym für Hallo oder guten Appetit. Guten Appetit. Die erwartete Antwort ist einfach Mahlzeit, Mahlzeit. Aber wie begrüßt man mehrere Personen auf Deutsch? Wenn wir mehrere Personen begrüßen, sagen wir oft Guten Morgen allerseits, Guten Morgen allerseits, Guten Morgen allerseits oder Morgen allerseits, Morgen allerseits, Morgen allerseits. Du begrüßt mehrere Personen gleichzeitig. Allerseits ist ein Adverb, das als freundliche, oft mündliche Begrüßung für eine ganze Gruppe verwendet wird. Es bedeutet so viel wie Hallo zusammen, Hallo zusammen. Guten Morgen zusammen, guten Morgen zusammen oder schneller, guten Morgen zusammen oder eine Kurzform davon, morgen zusammen, schneller, morgen zusammen, morgen zusammen. Zusammen bedeutet hier an alle oder allerseits. Guten Morgen zusammen wird oft in der Schule, im Büro, im Team oder unter Freunden benutzt. Typisch als Start in den Arbeitstag. Zum Beispiel, der Lehrer kommt in der Klasse und sagt Guten Morgen zusammen. Guten Morgen zusammen. Oder ein Mitarbeiter schreibt eine E-Mail. Guten Morgen zusammen. Ich habe eine kurze Frage, bla bla bla. Ja? Guten Morgen zusammen. Man kann auch sagen, schönen guten Morgen zusammen. Schönen guten Morgen zusammen. Das ist ein bisschen lang. Ne? Damit wünscht man allen einen angenehmen Start in den Tag. Morgen miteinander. Morgen miteinander. Morgen miteinander oder guten Morgen miteinander. Guten Morgen miteinander. Miteinander bedeutet alle zusammen oder die ganze Gruppe. Zum Beispiel, ein Kollege kommt ins Büro und sagt, morgen miteinander. Morgen miteinander. So. Das ist typisch im Alltag und klingt freundlich und entspannt. Morgen in die Runde. Morgen in die Runde. Und schneller. Morgen in die Runde.
Die Runde bedeutet hier alle Personen, die dabei sind, zum Beispiel in einem Meeting oder Gespräch. Das waren Begrüßungen für Gruppen. Jetzt wird es interessant. Regionale Begrüßungen. In einigen Regionen in Deutschland gibt es besondere Wörter zur Begrüßung. Schauen wir uns zuerst den Norden an. Im Norden Deutschlands, zum Beispiel in Bremen, in Hamburg oder in Teilen Niedersachsens, sagt man Moin, Moin, Moin. Oder man sagt Moin zusammen, wenn man eine Gruppe begrüßt. Moin zusammen. Ja? Moin kann zu jeder Tages- und Nachtzeit verwendet werden, genau wie Hello im Englischen. Moin bedeutet so viel wie angenehm oder schön und hat nichts mit morgen zu tun. Wenn man jemanden mit Moin begrüßt, wünscht man ihm einen schönen, angenehmen Tag. Auf ein Moin antwortet man in der Regel einfach mit Moin. Moin, Moin. Es gibt auch Moin, Moin. Moin, Moin. Moin, Moin ist im Vergleich zu Moin etwas persönlicher, herzlicher und lockerer. Mittlerweile gibt es auch die umgangssprachliche Variante Moinsen, die vor allem von jüngeren Menschen verwendet wird. Moinsen, Moinsen, Moinsen. Diese Form benutzt man meist unter Freunden, Kollegen oder Bekannten und sie sind nicht für formelle Situationen geeignet. Und wie ist es im Süden? Hier gibt es wieder ganz andere Begrüßungen. Sie werden vor allem in Süddeutschland, besonders in Bayern und Baden-Württemberg sowie in Österreich verwendet. Grüß Sie, grüß Sie, grüß Sie. Grüß Sie sagt man zu fremden oder informellen Situationen. Diese Begrüßung funktioniert unabhängig von der Tageszeit. Grüß dich, grüß dich, grüß dich. Es ist eine Kurzform von ich grüße dich oder grüß dich Gott. Als Antwort hört man meist ein einfaches Hallo oder ebenfalls grüß dich. Was haben wir noch? Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott ist eine Kurzform von Grüß dich Gott. Es ist eine höfliche und respektvolle Begrüßung. Man hört sie oft, wenn man ein Geschäft betritt, im Restaurant oder wenn man an Bekannte trifft, vor allem gegenüber älteren Personen. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingswort, Servus. Servus, Servus. Servus ist eine Begrüßung und auch eine Abschiedsformel. Man sagt es meistens unter Freunden und Bekannten. Was ist dein Lieblingswort zur Begrüßung? Schreib es mir in die Kommentare. Und die nächste. Habedere. Habedere, habedere, habedere ist eine herzliche, traditionelle Begrüßung. Es ist eine Kurzform von ich habe die Ehre. Das bedeutet so viel wie ich freue mich, dich oder sie zu sehen. Noch ein interessantes Wort. In der Schweiz sagt man Grüezi, nur damit du es mal gehört hast. Grüezi. Ich finde das sehr lustig. Grüezi. Jetzt kommen wir zur Standardbegrüßung im Deutschen. Hallo, hallo. Dieses Wort benutzt wirklich jeder in Deutschland. Hallo ist die häufigste und wichtigste informelle Begrüßung. Aber im Alltag sagen die Menschen nicht immer nur Hallo. Es gibt viele andere informelle Begrüßungen, die man oft hört. Zum Beispiel Hi, hi, hey, hey, hey. Und es gibt auch viele umgangssprachliche und oft
scherzhafte Varianten, wie zum Beispiel hey du, hey du, hey na, hey na, hey na, halli hallo, halli hallo, hallöchen, hallöchen, hey ho, hey ho, hey ho. Und wenn man mehrere Personen begrüßt, sagt man zum Beispiel hallo zusammen, hallo zusammen, hallo zusammen oder hallo allerseits, hallo allerseits. Und noch persönlicher und herzlicher sind zum Beispiel hi zusammen, hi zusammen, hi Leute, hi Leute, hey Leute, hey Leute oder hallo ihr Lieben, hallo ihr Lieben. Noch eine Variante, die man sehr oft hört, ist na oder na du, ein kleines Wort, das so viel bedeutet wie hallo, wie geht es dir, wie geht's dir. Na ist eine sehr kurze informelle Begrüßung im Deutschen und wird oft unter Freunden oder Bekannten verwendet. Und die einfachste Antwort darauf ist ebenfalls na, na, na. So, das war's. Hat dir das Video gefallen? Dann lass ein Like da und abonniere den Kanal. Mach's gut, tschüss!